We'll just start with a review of what we did yesterday. Wir fangen einfach mit nochmal einer Wiederholung an, von was wir gestern gemacht haben. Yesterday for me. Also gestern für mich. So we began to look at this first movement Wir fingen an, diese erste Bewegung zu betrachten, in the document. in dem Dokument selber. And through that we made a few points. Und wir haben da ein paar Punkte festgehalten. There is a fight developing in the north. Da ist ein Krieg, der sich im Norden anfängt, oder ein Streit. The south has long lost this fight to church and state. Und dieser Streit hat der Süden in Bezug auf Kirche und Staat schon lange verloren. That's evidenced in the Confederate Constitution that they write in 1861. Und das ist diese Verfassung ihrer Konföderation, die sie 1861 schreiben. But in the north you have this split in Protestantism, two sides. Aber im Norden hat man diese Spaltung in dem Protestantismus, man hat dann zwei Seiten. The Covenanters were a small offshoot of Presbyterianism. Die Covenanters waren ein kleiner Abzweig oder Abzweigung von den Presbyterianern selber. Now there's little clues through this document and other sources. Also da gibt es kleine Hinweise in diesen Dokumenten, aber auch anderen Quellen. Not everything is said so directly. Nicht alles wird so direkt gesagt. But we listed 2 people and 2 colleges. Aber wir haben 2 Leute und 2 Colleges oder Schulen benannt. You know that just looking for him. You know that Charles Finney was a leader in the Second Great Awakening. Und wir wissen, dass dieser Mann, Charles Finney, dieser Leiter in der zweiten großen Erweckung war. Became essentially the leader of Oberlin College. Und er wurde eigentlich essentiell dann der Leiter des Oberlin Colleges. You know that the old school didn't like him. Und man weiß, dass die alte Schule ihn nicht mochte. And they didn't like the Second Great Awakening either. Und sie mochten auch nicht die zweite große Erweckung. So when you read that the Covenanters, Also wenn man jetzt liest, dass die Covenanters, they didn't do well in the Second Great Awakening. dass es ihnen nicht so gut ging mit dieser zweiten großen Erweckung. They didn't grow very much. Sie haben nicht sehr sie sind nicht sehr gewachsen. Or at all. Oder kaum, eigentlich gar nicht. That revival did not impact them. Diese Erweckung hatte keinerlei Auswirkungen auf sie. Because the Covenanters are old school, not new school. Denn die Covenanters sind Old School, nicht die neue Schule. Fundamentalists, not modernists. Sie sind Fundamentalisten, nicht moderne Leute. Conservative evangelicals, not mainstream liberals. Sie sind Konservative, nicht Mainstream-Liberale. The Covenanters in the north believe the United States has a crowning sin. Die Covenanters im Norden glaubten, dass die Vereinigten Staaten eine krönende Sünde hatten. Ellen White says that is slavery, but the Covenanters say no. Und Ellen White sagt, dass es die Sklaverei ist, und die Covenanters sagen nein. That sin is in the Constitution. Und diese Sünde befindet sich in der Verfassung. When it says we the people, wenn es hier heißt, wir, das Volk, and treats government as if it comes from the people and not under God. Und wenn es die Regierung so behandelt, als würde es vom Volk kommen und nicht unter Gott.
And they see the Civil War as a punishment for that sin. Und sie sehen den Bürgerkrieg als eine Bestrafung für diese Sünde an. So they unite 11 different Protestant denominations. Und jetzt tun sie 11 protestantische Konfessionen vereinen. In 1863. Und zwar im Jahre 1863. They tell them we have this original sin. Und sie sagen, wir haben hier diese ursprüngliche Sünde. Since then we've seen the degradation of the nation. Seitdem sehen wir den Abfall oder den Zerfall der Nation. From these 5 groups of people. Von diesen 5 Leuten oder von diesen 5 Gruppierungen. But it's particularly immigration that's blamed. Aber es ist vor allem die Immigration, auf der die Schuld zugeschoben wird. These people who are not true prototypical American citizens. Diese Leute sind nicht wahre, typische Prototypen von Amerikanern. Sie sind keine rechten Bürger. They might hold a document that says they're an American citizen. Sie mögen vielleicht ein Dokument haben, das sagt, dass sie amerikanische Bürger sind. But they're not the prototype. Aber sie sind nicht der Prototyp. So maybe she wears a hijab. Also vielleicht tut sie einen Hijab anhaben. And maybe she should go back to where she came from. Und vielleicht soll sie einfach dahin zurückgehen, wo sie herkam. Because whatever her document says that makes her a citizen, she's not a prototype. Denn was auch immer das Dokument sagt, wo es sagt, dass es ein Bürger ist, sie ist aber nicht ein Prototyp. Therefore, she's not a true American with all of the rights that brings with it. Und deswegen ist sie kein wahrer Amerikaner und hat auch nicht die ganzen Rechte, die damit kommen. They have some success with this effort. Sie haben einen gewissen Erfolg mit diesen Anstrengungen. The National Reform Association is founded. Und die Nationale Reformassoziation, also NRA in Englisch, wird gegründet. With the stated goal to amend that constitution. Mit dem Ziel, die Verfassung zu verändern oder einen Zusatz zu schreiben. They started off quite successful. Sie fingen sehr erfolgreich an. Through the end of the Civil War, they lost much of that momentum. Und am Ende des Bürgerkriegs haben sie viel von diesem Aufschwung eigentlich dann verloren. And mainstream or liberal Protestants thought they were fanatical. Und der Mainstream oder die liberalen Protestanten dachten, dass sie einfach nur Fanatiker sind, diese Leute. Just a note, their movement took off when people were scared. Hier noch eine kleine Notiz. Die Bewegung hatte Erfolg, als die Leute Angst hatten. It's fear that mobilizes. Es ist die Angst, die mobilisiert. They reorganized. Sie tun sich neu organisieren. They became more political. Sie werden politischer. Started their publication, The Christian Statesman. Sie fangen ihre Publikation Christian Statement an. They were accepted by Princeton. Und sie wurden von Princeton akzeptiert. And they started back on the upward trajectory. Und sie fangen an, wieder aufwärts zu kommen. The fear they were able to harness. Die Angst, die sie sich zunutze machen konnten, Was that the northern demographic was changing. war, dass die Bevölkerung im Norden sich veränderte. Partly because of new religious groups like Adventism. Teilweise wegen neuen religiösen Gruppen, wie die Adventisten zum Beispiel. But as we said, mostly because of immigration. Aber wie wir bereits schon gesagt haben, der Hauptgrund war die Immigration. And they felt attacked. Und sie haben sich attackiert gefühlt. And you could argue that to some degree they were.
Und man könnte argumentieren, dass bis zu einem gewissen Grad das auch so war. Because the public schools taught generic Protestantism. Denn die öffentlichen Schulen haben nur generellen Protestantismus gelehrt. And not everyone in these groups wanted their children going to a school hearing that. Und nicht jeder wollte, dass seine Kinder in diese Schulen gehen und dass sie das hören. So these 5 groups were speaking out against the church and state that already existed. Also sprachen diese 5 Gruppen gegen diese Kirche- und Staatverbindung aus, die bereits schon existierte. And Protestantism was getting forced from here down to here. Und der Protestantismus wurde gezwungen, von hier oben runterzukommen. And they consider equality subjection. Und sie betrachten die Gleichberechtigung als ein Unterwerfen. Because they believe they have a divine mandate to rule. Denn sie glauben, dass sie ein göttliches Mandat haben, dass sie regieren dürfen. So equality threatens them. Also Gleichberechtigung tut sie bedrohen. And this is their fight back. Und hier so kämpfen sie zurück. If they can get their entity ingrained in the Constitution, wenn sie ihre Einheit oder ihre Gedanken in die Verfassung mit einfließen lassen könnten, they can ensure that their prototype is the standard American prototype. Dann können sie sicher gehen, dass ihr Prototyp der standardamerikanische Prototyp ist. And entrench their position here, not here. Und können sich ihre Position hier oben festigen, nicht hier unten. I mentioned yesterday the war on Christmas. Gestern habe ich den Krieg über Weihnachten erwähnt. All people are saying Alle Leute sagen, is we should be more inclusive. wir sollten mehr die Leute mit einbeziehen. Not everyone wants to honor that day. Nicht jeder möchte diesen Tag ehren. Or treat that day differently to any other. Oder diesen Tag anders ehren wie jeden anderen. So maybe we should not push it on people the way it currently is. Also vielleicht sollten wir es Leuten nicht so aufzwängen, wie es momentan so ist. And have some respect and acknowledge other days. Und wir sollten eventuell andere Tage anerkennen. But to have it as this for them is an attack. Aber so es zu haben, ist für sie bereits schon eine Attacke. So this constitutional amendment, they say it's a means to an end. Also dieser Zusatz für die Verfassung, sagen sie, dass dies ein Mittel zum Zweck ist. Because once you have this in the Constitution, Denn wenn man dies in der Verfassung hat, every time you have a fight in the Supreme Court, jedes Mal, wenn man dann einen Streit im Supreme Court hat, that's all about this document, wo es hier um dieses Dokument dann geht, every time legislation comes up in Congress, jedes Mal, wenn die Legislierung im Kongress aufkommt, they will be forced to rule in favor of this Protestant dominant concept. dann müssen sie immer gemäß des protestantischen Dominieren des Konzeptes das Ganze auslegen. Which will have implications written in the fine print. Welches Auswirkungen dann im Kleingedruckten hat. To protect their version of Protestantism is to protect the Constitution. Um ihre Version des Protestantismus zu beschützen, bedeutet die Verfassung zu beschützen. Is to protect the United States. Und dies wäre somit auch, dass man die Vereinigten Staaten schützt. Therefore, there's a standard that people need to be held to based on that document. Und deswegen muss es einen gewissen Standard geben, woran die Leute gemessen werden, basierend auf diesem Dokument. And this is the fine print that we spoke of.
Und dies hier ist das Kleingedruckte, über das wir schon bereits gesprochen haben. We saw that with this study there's a compare and there's a contrast. Und in dem Studium haben wir gesehen, dass es da ein Vergleichen und ein Gegenüberstellen gibt. The comparison is that the repeat is the same, the issues are the same. Beim Vergleich haben wir gesehen, dass wir das Muster haben, die Themen sind das gleiche. The structure is the same. Die Struktur ist das gleiche. But what fills out that structure is different. Aber wie diese Struktur ausgefüllt wird, das ist anders. There's a different threat today. Heute gibt es eine unterschiedliche Gefahr. They are the Judeo-Christian West. Heute sind sie der judäo-christliche Westen. So you know the Jews aren't a threat. Also man weiß zum Beispiel, dass die Juden keine Bedrohung sind. Different threat. Und eine andere Gefahr. Different Protestant movement mobilizes. Eine andere protestantische Gruppierung mobilisiert sich. We discussed this in much detail at the Oceania series. Und wir haben das in sehr viel Detail in der Serie von Oceania behandelt. Dominionism, Seven Mountains Theology. Dominionism oder die Theologie über die 7 Berge. They no longer want to amend the Constitution. Sie möchten jetzt die Verfassung nicht länger einen Zusatz dazu schreiben. People, particularly David Barton, has reinvented the Constitution. Leute, vor allem David Barton, haben die Verfassung einfach neu erfunden, sozusagen. End American history. Das Ende der amerikanischen Geschichte. Reinterpret it in their own eyes. Tun sie in ihren eigenen Augen es einfach neu interpretieren. All that they need is to get their interpretation recognized. Sie müssen einfach nur sehen, dass ihre Interpretation erkannt wird. Through the legislative and judicial branches. Durch die Judikative und Legislative. Threats different, movements different. Die Gefahr ist anders, also ist auch die Bewegung anders. Their needs based on the Constitution are different. Ihre Nöte oder was sie brauchen, ist basierend auf der Verfassung anders. Therefore, the fine print has to be different. Und deswegen muss jetzt das Kleingedruckte auch anders sein. Because the fine print is designed to take down a threat which is different. Denn das Kleingedruckte soll ja diese Gefahr bannen, die jetzt hier etwas anders ist. It's no longer Jews in America that they are trying to subjugate. Es sind jetzt nicht mehr länger die Juden, die sie versuchen in Amerika zu unterwerfen. So that's our review. Das ist unser Überblick, Wiederholung. Then before going any farther, Bevor wir jetzt hier weitergehen, we wanted to look at Calvinism. wollten wir Calvinismus uns anschauen. What Calvinism is. Was ist denn Calvinismus? So if the translators have opened the document I put on the Zoom forum yesterday. Also wenn jetzt die wenn die Übersetzer jetzt dieses Dokument haben, We're up to the second source. wir sind jetzt hier bei der zweiten Quelle. This is just straight from the Wikipedia page on Calvinism. Und hier kommt es einfach von Wikipedia über Calvinismus. Remember, it's Calvinism that the two sides are fighting over. Und erinnert euch, es ist der Calvinismus, über den beide Seiten kämpfen. So in today's study, I want to address Calvinism and the Covenanters. Also in dem Studium heute möchte ich über die Calvinisten und die Covenanters sprechen. So we get some background into where they came from and how they think. Also hier sehen wir dann ein bisschen Background von ihnen und wie sie überhaupt denken. Now most people
in those groups do not like the name Calvinism. So die meisten Leute in diesen Gruppen mögen das Wort Calvinismus nicht. So they choose to use the word reformed. Also benutzen sie dieses Wort reformiert. Reformed tradition, Reformed Christianity, Reformed Protestantism, or the Reformed faith. Also reformierte Tradition, reformiertes Christentum, reformierter Protestantismus, reformierter Glaube. So if you have Reformed Presbyterianism, also wenn man jetzt hier die reformierten Presbyterianer hat, it is more fundamentalist than Presbyterianism. Dann ist es noch fundamentaler als die Presbyterianer selber. And what the Covenanters are, und was die Covenanters sind, are the conservative side of Reformed Presbyterianism. Sie sind die konservative Seite der reformierten Presbyterianer. So if this is mainstream, you're 2 steps away. Also wenn das hier der Mainstream ist, dann ist man hier 2 Schritte davon weg. So most people in those groups would not use the term Calvinism. Also die meisten Leute in diesen Gruppierungen würden diesen Begriff Calvinismus nicht benutzen. But Calvinism is not its own denomination. Aber der Calvinismus ist nicht in sich selber seine eigene Konfession. Instead, it's a theology that developed in the 1500s with the Reformation. Sondern das ist eine Idee, Theologie, die in den 15. Jahrhundert, die sich mit der Reformation entwickelt hat. Das ist es. Partly through John Calvin. Teilweise durch Calvin selber. But not only. Aber nicht nur. It follows the theological tradition and forms of Christianity set down by John Calvin and other Reformation-era theologians. Der theologischen Tradition und Form der christlichen Praxis folgt, die von Johannes Calvin und anderen Theologen der Reformationszeit niedergelegt wurden. So when you think about America today, wenn wir heute über Amerika nachdenken, we talk quite a lot about Baptists. Wir sprechen viel über die Baptisten, Southern Baptists, die Southern Baptists, also die aus dem Süden, Methodists, Presbyterians, die Methodisten und die Presbyterianer. Some people may wonder why we never talk about Lutherans. Manche Leute mögen sich wundern, warum wir nicht über die Lutheraner sprechen. Lutheranism did not have power in the United States. Der Lutheranismus hatte keine Macht Macht in den Vereinigten Staaten. Paraphrasing from the second paragraph of that source. Ich tue jetzt in meinen eigenen Worten vom 2. Paragraph dieser Quelle hier das wiedergeben. It was common practice for the Catholic Church. Es war gängig für die römische katholische Kirche, if it saw heresy, it'd name it after its founder. wenn sie Irrlehre gesehen haben, sie nach ihrem Gründer zu benennen. It was something that was meant to degrade. Also es war dazu gedacht, etwas herabzuwürdigen. So they looked at the followers of Martin Luther and called them Lutherans. Also sie haben die Nachfolger von Luther angeschaut und haben sie, das war dann so ein Schimpfwort, sage ich jetzt mal. Calvinists did not receive their name from the Catholics. Die Calvinisten haben aber ihren Namen nicht von den Katholiken bekommen. In the 1500s, in the history of the Reformation, in dem 15. Jahrhundert, in der Geschichte der Reformation, what Calvin and other theologians were teaching differed from Lutheranism. Was Calvin gelehrt hat, war unterschiedlich von Luther.
So it is the Lutherans that looked at them and said, "You're all Calvinists." So es sind die Lutheraner, die gesagt haben, ihr seid alle Calvinisten. In the Reformation, this is a fight within Protestantism. In der Reformation ist dies ein Kampf innerhalb des Protestantismus. Between what is essentially Lutheranism and Calvinism. Was eigentlich zwischen dem Lutheranismus und dem Calvinismus zwischen hin und her ging. And I would suggest, at least in the United States, the vast majority of Protestantism follows Calvinism. Und ich würde sagen, dass in den Vereinigten Staaten die Mehrheit der Protestanten dem Calvinismus folgt. Calvin said, quoting him, Calvin hat gesagt, ich zitiere hier, "They could attach us no greater insult than this word Calvinism. It is not hard to guess where such a deadly hatred comes from that they hold against me." Sie könnten uns keine größere Beleidigung zufügen als dieses Wort Calvinismus. Es ist nicht schwer zu erraten, woher ein solcher tödlicher Hass kommt, den sie gegen mich hegen. Remember that deadly hatred is coming from Lutherans, not Catholics. Also erinnern wir uns hier, das kommt von den Lutheranern, nicht von den Katholiken. And yet that term Calvinism became popular. Und dieser Ausdruck Calvinismus wurde dann sehr populär In the history of the Reformation as a way to distinguish a Calvinist from a Lutheran. in der Geschichte der Reformation, um einen Lutheraner von einem Calvinisten zu unterscheiden. And from newer branches that come later. Und von auch den neueren Zweigen, die dann neu aufkommen würden. The vast majority of churches that trace their history to Calvinism use the term Reformed, not Calvinism. Also die meisten Leute, die danach kamen, protestantischen Zweige, die später entstanden, benutzten das Wort Calvinistische und nicht, benutzten das Wort Reformierte und nicht das Wort Calvinistisch. So to simplify and summarize, Um das jetzt zu vereinfachen und zusammenzufassen. in the history of the Reformation you have Lutheranism and Calvinism. In der Geschichte der Reformation hat man Lutheraner und Calvinisten. And it's Calvinism that you see passed down in American culture. Und es ist der Calvinismus, den man sieht, wie er in der amerikanischen Kultur weitergegeben wird. So if Calvinist churches, churches who hold to Calvinism, Also die Kirchen, die am Calvinismus festhalten, the Continental Reformed Church, die kontinentale reformierte Kirche, Presbyterian, die Presbyterianer Evangelical Anglican, und die anglikanischen, Congregationalist, die kongregationalistischen and Reformed Baptists, among und others. die reformierten baptistischen Konfessionen und noch andere. Next quote. Nächstes Zitat. They're tracing Calvinism, how that came to form Presbyterianism. Sie verfolgen jetzt die Geschichte, wie der Calvinismus zum Presbyterianismus wurde. So, John Calvin is in Europe. Also John Calvin ist in Europa. One day he receives a visitor, Einmal erhält er einen Besucher, John Knox. John Knox. Now, John Knox is coming from Scotland. Und dieser John Knox kommt aus Schottland. He likes what he hears from Calvin. Und er mag, was er von Calvin hört. He takes that theology and he brings it back with him to Scotland. Und er nimmt diese Theologie, die er hört, und bringt sie mit sich zurück nach Schottland.
And it's from Scotland that Presbyterianism developed. Und in Schottland ist es dann, wo dieser Presbyterianer-Zweig sich entwickelt. Through the theology of Calvinism, but really developed from John Knox. Durch die Theologie von Calvin, aber eigentlich von John Knox entwickelt. So John Knox visits Calvin and he brings this back to Scotland. Also wir haben hier John Knox, der Calvin besucht, und er bringt das mit sich zurück nach Schottland. And of course there's other people involved. Und natürlich sind dann noch weitere Leute involviert. But the church in Scotland takes the name of Presbyterian. Aber diese Kirche oder dieser Zweig in Schottland nimmt den Namen Presbyterianer an. So we want to look at the second document that was shared. Wir möchten jetzt dieses zweite Dokument betrachten, das geteilt wurde. Church and State in the Early Republic. Kirche und Staat in der frühen Republik. The Covenanters' Radical Critique. Und die radikale Kritik der Covenanters. My document, it starts with a page number of 487. Mein Dokument fängt mit einer Seitenzahl an. I don't have that number. I'm sorry. Do you have any numbers? Not in the... This was transferred to a PDF document and it changed a bit the settings. And so my translation doesn't have it either. But I'll open up the original. I have the PDF as well. This PDF down the bottom, it has the page numbers for me. I won't have it in my German translation, but that's okay. Fine. I'll just paraphrase. Yeah, something like that. Okay. We'll manage. So I'm skipping the introduction. I'm beginning at part 1. Also ich überfliege hier die Einführung und fange mit Teil 1 an. The wording in this document is, for me, unnecessarily complicated. Und die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben wurde, ist ein bisschen komplizierter, wo ich denke, man müsste es nicht so kompliziert haben. My opinion, just in some of the sentence structures. Und es ist einfach nur wie die Art und Weise der Struktur der Sätze ist. So I think there will be more paraphrasing. Und ich denke, ich werde es noch mehr in meinen Worten wiedergeben. Starting at part 1, Scottish background of the American Covenanters. Wir fangen mit Teil 1 an, schottischer Hintergrund der amerikanischen Covenanters. It's going to describe how the Reformed Presbyterian position developed. Es fängt an und erklärt, wie die reformierte presbyterianische Position sich entwickelte. It began with the long struggle between two principles of church and state relations in Scotland. Und es fing an mit dem langen Kampf zwischen zwei Prinzipien der Beziehung zwischen Kirche und Staat in der schottischen Geschichte. This long struggle began in the 1560s, right back in the Reformation. Und dieser lange Kampf fing in den 15. Jahrhundert, 1560ern an, genau in der Revolutionszeit. There was two branches developing in Presbyterianism. Da gab es zwei Zweige, die sich im Presbyterianertum entwickelten. Which we'll get to. Und wir werden über diese sprechen. But early on in their history, they're quite united. Aber anfangs in der Geschichte sind sie vereint. And what the Presbyterians were teaching back in the 1600s. Und was die Presbyterianer in den
in den 1560ern gelehrt hatten, was the doctrine of two kingdoms. War die Lehre von zwei Königreichen. The equality and mutual independence of church and state. Also die Gleichheit, die gleiche Unabhängigkeit von Kirche und Staat. Now that all sounds good. Und das klingt jetzt mal erstmal gut. Until you look at their fine print. Bis man das Kleingedruckte anschaut. The Presbyterians have two foundational documents. Die Presbyterianer haben zwei fundamentale oder grundlegende Dokumente. The first document Das is erste, the 1638. Das erste Dokument ist aus 1638. In 1638, it's called the Scottish National Covenant. 1638 und es wird der schottische nationale Bund genannt. What this document stated Und was dieses Dokument aussagt, was a pledged support for the Presbyterian Church of Scotland. Das war ein Schwur, dass man der presbyterianischen Kirche von Schottland Unterstützung geben würde. Against the Stuart King's effort to subjugate it. Gegen die Bemühungen der Stuart-Könige. To state rule and Anglicanism. Um dann die königliche Kontrolle und auch die angelikalischen Dinge zu helfen. So Presbyterianism is fighting for freedom from the state. Also der Presbyterianer, die kämpfen dafür, dass sie vom Staat frei sind. Based on their understanding of two kingdoms, the equality and mutual independence of church and state. Basierend auf zwei Verständnisse oder Glauben, und zwar die von der Gleichheit und der gegenseitigen Unabhängigkeit von Kirche und Staat. The second document was 1643. Das zweite Dokument war 1643. And it's called the Solemn League and Covenant. Es war die ernsthafte Verbindung und Bund. These are the two covenants. Dies sind diese zwei Bünde sozusagen. From which the Covenanters take their name. Und davon nehmen die Covenanters ihren Namen her. Also Covenant ist im Englischen Bund. In the second document, und in diesem zweiten Dokument England is engulfed in a civil war. England befindet sich in einem Bürgerkrieg between the English Parliament and the King. Zwischen dem englischen Parlament und dem König selber. And they're stating or pledging military support for the Parliament against the King. Und sie wollen hier militärische Unterstützung für das Parlament gegen den König. But this was a quid pro quo. Aber das war so ein genanntes Quid pro quo. Parliament would then establish a reformed church on the Scottish model. Und dann das Parlament würde eine reformierte Kirche basierend auf dem schottischen Modell anfangen oder vorsetzen. As the only recognized church in England and Ireland. Als die einzigste anerkannte Kirche in England und Irland. Warning bells. Jetzt haben wir hier die Alarmglocken, die angehen. They're demanding to be the only state-recognized church. Sie verlangen, dass sie die einzige Kirche sind, die vom Staat anerkannt sind. Now what happened over really fairly quickly Und was jetzt nun recht schnell passierte, is strict Presbyterians ist, dass strikte Presbyterianer
They look at these documents and say these are not human covenants. Sie schauen jetzt diese Dokumente an und sagen, das sind keine menschlichen Bünde. Like the nation of Israel, these are covenants we've made with God. Sondern wie bei Israel sind das Bünde, die wir mit Gott gemacht haben. These are not just some human agreements, these are covenants with God. Also dies sind hier nicht nur menschliche Abmachungen, sondern dies sind Bunde, die man mit Gott geschlossen hat. They are eternally binding. Und sie sind für ewig, dass man sich daran halten muss. From generation to generation. Von einer Generation zur nächsten. Covenant to immigrants, interestingly enough. Und interessant ist, dass hier auch die Immigranten behandelt werden. They travel to the United States. Sie gehen zu den Vereinigten Staaten, sie reisen dahin. At that time, it's just colonies underneath Britain. Und zu dieser Zeit waren das ja noch die Kolonien unter Großbritannien. These were covenants, they believed, between Britain and God. Und hier waren das ja Bünde, die man gedacht hat, dass sie zwischen Britannien und Gott eingesetzt wurden oder abgemacht wurden. Between themselves and God and the state. Zwischen sich selber und Gott und dem Staat und Gott. So when they traveled to colonies of Britain, those things should still be binding. Also wenn sie jetzt zu Kolonien von Britannien hinziehen würden, dann sind diese Bünde immer noch verbindlich. So they believe that these covenants that they entered into, also glauben sie immer noch, dass diese Bünde, die sie eingegangen sind, which were involved with or about the state in Scotland, Ireland, Britain, die den Staat von Schottland, Irland und England einbezogen haben. Da glaubten sie, covenants they have made with God, just as Israel made covenants with God. Dass dies Bünde sind, die sie mit Gott gemacht haben, so wie Israel diese Bünde mit Gott gemacht hat. They know the principles of Leviticus and the 25:20 like we do. Und sie kennen die Prinzipien von 3. Buch Mose und der 25:20, genau wie wir es tun. In other words, don't keep your covenants and there will be judgment. Und in anderen Worten, wenn man den Bund nicht hält, dann wird da eine Strafe geben. Colonies of Britain must be held to the same covenant. Und die Kolonien von Britannien werden zu dem gleichen Bund hin, ist es gleich genauso bindlich. So the United States separates itself from Britain. Nun tut die Vereinigten Staaten sich ja von Britannien trennen. They write a constitution. Sie schreiben eine Verfassung. And the principles of that horrify Reformed Presbyterians. Und die Prinzipien dieser schlimmen Presbyterianer. The Reformed Presbyterian Church was only organized in the United States in the 1790s. Und dieser reformierte presbyterianische Zweig wurde erst in den 1790er Jahren organisiert. And in 1803, one of their ministers wrote a publication. Im Jahre 1803 hat einer ihrer Prediger etwas veröffentlicht. This is Samuel B. Wiley. Samuel B. Wiley. And he wrote a document called The Two Sons of Oil. Und er hat zwei Pamphlete publiziert und die hießen die zwei Königreiche. It was all based on this covenant understanding of equal and separate church and state. Und es basierte alles auf diesen zwei Verständnissen über, dass Kirche und Staat gleich sind und getrennt sind. But the punchline is just criticism of both federal and state constitutions. Aber unterm Strich war das hier, da ging es um Bundes- und Staatsverfassung
und dass es eine kirchliche und staatliche Einrichtung ist. Entschuldigung. So then the document is going to go in part 2 into an explanation of what they believe. Und dann gehen wir zu Teil 2 in dem Dokument und da gibt es dann jetzt eine Erklärung über dessen, was sie glauben. So it seems to them and would suggest logical. Und so scheint es ihnen, und das mag logisch sein, That the state is a moral being. dass der Staat eine moralische Sache ist. So this changes everything. Und das tut jetzt alles verändern. It's not some structure. The state is a moral being as like a person. Also es ist jetzt hier keine Struktur, sondern der Staat ist eine moralische Institution, so wie ein Mensch. And it seemed to them that throughout the Old Testament, that's how God treats states. Und es schien ihnen durch das ganze Alte Testament hindurch, dass Gott so einen Staat so behandelt. The Bible dealt with states as if they were people, individuals. Und die Bibel tut mit den Staaten umgehen, als wären sie individuelle Personen. Israel as a nation was punished for national sins and blessed for national righteousness. Israel wurde entweder gesegnet oder wurde gestraft, wenn sie unmoralisch waren. Just as you would expect a person to be. So wie man auch es erwarten würde, wie mit einer Person umgegangen wird. And we kind of teach that when we talk about the people and the land. Und wir sprechen auch darüber, wenn wir über das Volk reden und über das Land. People rest, land was to rest. Das Volk ruht, also tut auch das Land ruhen. The second belief they had. Den zweiten Glaubenspunkt, den sie hatten: The Bible declared Jesus Christ to be the Prince of the Kings of the earth. Die Bibel erklärte Jesus Christus als den Fürst der ganzen Erde. That quoting, all people, nations and languages should serve him. Und hier ist zitierend: Alle Völker, Nationen und Sprache sollten ihm dienen. Their arguments are strong. Ihre Argumente sind stark. Thus saith the Lord after thus saith the Lord. Ein So sagt der Herr nach weiteren So sagt der Herr. First, the Bible deals with states as if they are individuals. Als erstes, die Bibel geht mit Staaten um, als wären sie Individuelle. Second, Jesus is Prince of all people, nations and languages, and they must serve him. Und zweitens ist, dass Jesus Christus der König über alles ist, Völker, Nationen, Sprachen, sie sollten ihm dienen. This assertion of Christ's kingship over all things Und diese Annahme über, dass Christus über alles herrscht, was the fundamental doctrine governing the covenantal position on the relationship between church and state. war das Fundamentale oder die grundlegende Lehre der Covenanters zu ihrem Verhältnis von Kirche und Staat. So states as moral beings had to give respect to their ruler, Christ. Also Staaten als moralische Einheiten mussten sich gegenüber ihrem Regenten Christus, mussten sie sich rechtfertigen oder waren ihm gegenüber verantwortlich. In all matters of a civil or political nature. Und alles in einer bürgerlichen oder politischen Art und Weise. So they believe in the separation of church and state. Also sie glauben in eine Trennung von Kirche und Staat. Much as the evangelical right believe in the separation of church and state today. Auch so wie die christliche Rechte heute in die Trennung von Kirche und Staat glaubt. But let's look at what that means to them.
Aber lasst uns jetzt mal betrachten, was das für sie bedeutet oder wie das ausschaut. So, for them, Für sie, there's church and state that are equal. da gibt es Staat und Kirche, die gleich sind. I'm going to make my sister, I'm going to make her the church, the mean one. Ich werde jetzt meine Schwester hier die Kirche machen, die Gemeine. Only because she's wonderful and I don't want to be mean to her. Nur weil sie so wunderbar ist, ich möchte nicht gemein mit ihr sein. And I'm going to make myself the state. Und ich selber wäre jetzt mal der Staat. Now, Sister Tamina, Schwester Tamina. I'll make you be Christ. Du bist jetzt Christus. You have a completely equal and separate church and state. Hier hat man jetzt eine komplett Gleichberechtigung und eine Trennung von Kirche und Staat. Equal and separate? Gleich und getrennt. With a wall in between. Mit einer Wand, die dazwischen ist. But the problem is we both have one boss. Das Problem ist, dass wir beide den gleichen Boss haben. So that's fine. Und das ist jetzt auch okay. I answers to the boss, my sister answers to the boss. Ich und auch meine Schwester, wir sind hier für reden mit dem Boss. Are we okay with that? Ist das so okay? Separated, equal. Getrennt. Getrennt, aber gleich. Separate church and state. Kirche und Staat getrennt. All sounds good. Alles klingt sehr gut. But what's the problem? Aber was ist das Problem? What's my problem? Was ist mein Problem? How do I know what the boss says? Woher weiß ich, was der Boss dann sagt? The problem is I can't speak to the boss. I don't know what she thinks. Das Problem ist, ich kann nicht mit dem Boss sprechen, weil ich weiß ja nicht, was sie sagt oder denkt. So I'm separate and equal from my sister. Also ich bin gleich und getrennt von meiner Schwester. But I can't speak directly to the boss. Aber ich kann nicht direkt zum Boss sprechen. So this line of communication doesn't exist. Also diese Linie der Kommunikation existiert dann ja gar nicht. Through the prophets. Durch die Propheten. I can only know what the boss thinks. Ich kann nur wissen, was der Boss sagt oder denkt. Because the boss speaks to her church. Denn der Boss spricht ja mit seiner Kirche. And the separate but equal church will communicate that to the state. Aber dann diese getrennte und gleiche Kirche wird das dann dem Staat mitteilen. This is similar, if not exactly how many of the evangelical right defend the separation of church and state today. Und das ist wie heute sehr, wie die Evangelikalen die Trennung von Kirche und Staat betrachten oder zumindest sehr ähnlich. Because they will say they believe in the separation. Und sie sagen, sie glauben in eine Trennung von Kirche und Staat. Their problem is in the fine print. Ihr Problem ist in dem Kleingedruckten. Because they believe in this relationship. Denn sie glauben in diese Verbindung. And in this relationship, Und in dieser Beziehung, when the state cannot answer directly to God, wenn der Staat nicht direkt verantwortlich ist zu Gott, who does the state have to go to know what she thinks? zu wem muss denn der Staat hingehen, um zu wissen, was der Boss denkt? The state has to go to church on Sunday and listen to the church. Der Staat muss am Sonntag zur Kirche gehen und zuhören, was sie zu sagen haben dort. So it ends up being church over state. Also ist es dann am Ende die Kirche über dem Staat.
This is what the Covenanters believed. Und das ist, was die Covenanters geglaubt haben. So in Scotland, Also in Schottland, they're not arguing that the church rules the state. sie argumentieren darüber nicht, dass die Kirche den Staat reguliert. They're arguing that Christ rules the state. Sie sagen, dass Christus den Staat reguliert. But if Christ rules the state, Aber wenn Christus den Staat regiert and homosexuality is a sin, und Homosexualität eine Sünde ist, or Saturday isn't the right day to worship on, oder dass der Samstag nicht der richtige Tag ist, wo man anbetet, all they're doing is pointing to the state and say, listen, you're not listening to your boss. alles, was sie tun, ist, sie sagen zum Staat, schau mal, du tust dir deinem Boss gar nicht zuhören. Not us, her. Nicht uns, sie. And we know that because we speak. Und wir wissen das, weil wir sprechen ja. We're in communication. Wir kommunizieren ja hier. So we're not ruling the state. Also wir tun den Staat jetzt hier nicht regieren. We're just warning you, our equal. Wir warnen dich ja nur, du bist ja uns gleich. Our separate equal. Und unser getrenntes Gleicher. You're not listening to your boss. Du hörst nicht auf deinen Boss. We all live in this state. Wir leben alle in diesem Staat. And when you don't listen to your boss and he judges you in a civil war, Und wenn du nicht deinem Boss zuhörst und er dich dann in einem Bürgerkrieg bestraft, it hurts us too. dann tut es uns auch dann weh. So we have a vested interest in asking you, state, to start listening to your boss. Also haben wir hier ein rechtmäßiges Interesse, dass du, Staat, deinem Boss zuhörst. But through us. Aber durch uns. So this is how evangelicals today and the fundamentalists then defend church and state. Das ist wie die Evangelikalen heute und auch damals Kirche und Staat eigentlich verteidigen. And this church, it's not any church. Und diese Kirche ist nicht einfach nur irgendeine Kirche. It's not for sure Jews, Catholics, Mormons or Adventists. Es sind wir können sicher gehen, dass es nicht Juden, Katholiken, Mormonen oder Siebenten-Tags-Adventisten sind. This church is Calvinism. Diese Kirche ist eigentlich Calvinismus. So the state, when it receives instructions, Das heißt, dieser Staat, wenn er Instruktionen bekommt, it's not from any liberal, mainstream or branched off church. dann ist es nicht irgendeine liberale Mainstream oder eine andere Gruppierung von diesen Kirchen, It's Reformed Protestantism. sondern es ist reformierter Protestantismus, Fundamentalism. Fundamentalismus. So this is narrow. Also das hier ist sehr engstirnig. Because remember, that Adventist cult is not Christian. Denn könnt ihr euch daran erinnern, dieser adventistische Kult ist nicht Christentum. Seventh-day Baptists aren't even Christian. Die Siebenten-Tags-Baptisten wären noch nicht mal Christen. So if the state's really honoring the boss, Also wenn der Staat wirklich den Boss jetzt hier ehrt, they need to insist that the people under that state are not working on Sunday. dann müssen sie darauf bestehen, dass die Leute, die im Staat arbeiten, dass sie nicht am Sonntag arbeiten müssen. This isn't homage to the church, it's homage to their boss. Das hier wäre dann nicht die Huldigung der Kirche gegenüber, sondern Huldigung des Chefs gegenüber. Because the boss says Sunday, Denn der Boss sagt ja, es ist Sonntag,
So the state has to say, no mail delivery on a Sunday. Also muss der Staat hier sagen, dass es am Sonntag keine Post geben wird. And now you have a fight in Congress. Und jetzt hat man dann einen Kampf oder einen Streit im Kongress. So the boss says, Also der Boss sagt, a state, Sodom, ein Staat, Sodom, that state got burnt down because of homosexuality. dieser Staat wurde hier niedergebrannt wegen der Homosexualität. Another reinvented history. Und jetzt haben sie die Geschichte neu erfunden. So the boss says, if you allow gay marriage, God's judgments will come on you. Also sagt der Boss, wenn du die schwulen Ehe erlaubst, wird Gottes Zorn auf dich kommen. But the state isn't hearing that from the boss, they're hearing that from their church on Sundays. Aber der Staat hört es hier jetzt nicht von seinem Boss, sondern von den Kirchen am Sonntag. So yes, the church is the interpreter, it's the channel. Also ja, die Kirche ist hier der Kanal, der das Ganze So interpretiert. therefore the church controls the state, but they would argue not so. Und deswegen würde dann die Kirche den Staat kontrollieren, während sie zwar etwas anderes behaupten. So when a constitution comes, Wenn jetzt nun eine Verfassung kommt, that says the power is given by we the people, die sagt, die Macht wird gegeben von uns, dem Volk, not through the boss, nicht durch den Boss, and has no recognition that they even have a boss, und dass es noch nicht mal erkennt oder anerkennt, dass sie einen Boss haben, this for them is an inexcusable national sin. dann ist es für sie eine Sünde, die nicht entschuldbar ist. So they start fighting for that in the 1790s. Und in den 1790ern fangen sie dafür an zu kämpfen. A man known as William Findlay, not Charles Finney, William Findlay, Ein Mann namens Findlay, nicht Charles Findlay, sondern William Findlay, responded and refuted their arguments in 1811. hat geantwortet und hat ihre Argumente zunichte gemacht, 1811, with the argument that Christ's kingdom was spiritual, not earthly governments. mit dem Argument, dass Christi Königreich geistlich war und nicht irdische Regierungen. Just skipping through the rest of this document quickly. Wenn wir jetzt noch schnell durch den Rest dieses Dokuments durchgehen. The Covenanters believed that American governments Die Covenanters glaubten, dass die amerikanische Regierung rested on an erroneous and corrupt principle. auf einem ironischen und korrupten Prinzip basierte. Wiley pointed out the Covenanter minister Wiley hat aufgezeigt, wie dieser Prediger der Covenanters, no man has a right to worship God in any other way, wo er sagt, kein Mensch hat das Recht, Gott in einer anderen Art und Weise anzubeten, except the way God has himself prescribed in his law. es sei denn in der Art und Weise, wie Gott selber es in seinem Gesetz sagt. To believe otherwise and to give freedom of religion to all sects Und etwas anderes zu glauben und Glaubensfreiheit für jede Sekte zu geben, whatever their false beliefs, was auch immer ihre falschen Glaubensrichtungen sind, would be to place individual error over divine law. wäre individuelle Irrlehre über das göttliche Gesetz zu stellen. So Christ is king of a separate but equal church and state. Christus ist also König über eine
getrennte, aber gleichberechtigte Kirche und Staat. They would say Christ in Scripture commanded the establishment of one true church. Sie würden sagen, Christus hat in der Schrift angeordnet, dass es eine wahre Kirche gibt. Presbyterian in government and Reformed in theology. Presbyterianer in der Regierung und reformiert in der And Theologie. if the state cannot place all these errors, Adventist errors, Und wenn der Staat nicht all diese adventistischen Irrtümer over beseitigen their kann boss, oder über den Boss anordnen kann, the state must recognize and enforce only truth. dann muss der Staat nur die Wahrheit anerkennen und durchsetzen. And when asked whether or not this would violate the basic right to religious freedom, Und wenn er gefragt wird, ob das nicht denn die religiöse Freiheit this verletzen is their würde, response. dann ist das hier die Antwort. What is persecution? Was ist Verfolgung? Does it consist in executing God's law? Besteht sie darin, dass man Gottes Gesetz ausführt? Whatsoever the law of God commands to be punished ought to be punished. Was auch immer das Gesetz Gottes fordert, dass man bestrafen soll, das muss man auch bestrafen. Was Elijah a persecutor when he caused the law of God to be executed upon the prophets of Baal? War Elia ein Verfolger, als das Gesetz Gottes forderte, dass das Gericht ausgeführt werden musste an den Propheten Baals? Then this document really repeats the point of our first document. Und dann wiederholt dieses Dokument wirklich die Essenz des ersten Dokuments, On page 499, if you have the page numbers. nämlich auf der Seite 499, wenn ihr diese Seite mal aufschlägt. Their whole approach to the Constitution is so far from the evangelical right approach today. Ihr ganzer Ansatz, wie sie an die Schrift herangehen, ist so weit entfernt vom evangelikalen Ansatz heute. I don't know if you know Roy Moore. Ich weiß nicht, ob ihr William Moore kennt. You should. Ihr solltet ihn kennen. Radical right-wing Republican. Radikaler, rechtsextremer Republikaner. If you were to put that radical right-wing Republican into a ring with Wiley, Wenn wir diesen radikalen, rechtsgerichteten Republikaner in einen Ring mit Wiley stellen Wiley würden, arguing that the Constitution is a pagan heretical document, Wiley argumentiert, dass die Verfassung ein heretisches Dokument ist. Roy Moore arguing that it established Protestant America, Und William Moore argumentiert, dass die Verfassung das protestantische Amerika bekräftigt. they see it's not difficult to see who would win. Dann wäre es nicht schwierig zu sehen, wer da gewinnen würde. The Covenanters will win. Die Covenanters würden gewinnen. To quote, I'll finish with a quote of Wiley. Ich werde mit einem Zitat von Wiley abschließen. He says, the dispute then, this is on the second last page. The dispute then will not turn upon the point whether religion should be civilly established. We take it for granted that Americans think so, seeing they have done it, civilly established it. Der Streit kann nicht. But now the issue is concerning what religion ought to be established by the government and protected. Aber jetzt geht es darum, welche Religion das Jesus aufstellen würde und So die the geschützt question werden sollte. isn't that the government should establish a religion. Die Frage ist nicht, ob
die Regierung eine Religion etablieren soll, it's what religion they are to establish and protect. sondern welche Religion sie etablieren und schützen sollen. Should the government only countenance the religion of their boss? Sollte die Regierung nur die Religion des Chefs schützen? Or every blasphemous, heretical, and idolatrous abomination? Oder jede Blasphemie und jede götzendienerische Lehre, Does Irrtum this des Volkes? separation of church and state mean that they can put Islam on the same level, on the same playing field? Bedeutet diese Trennung zwischen Kirche und Staat, dass man den Islam auf dieselbe Ebene heben könnte? He says, we fight for a government-established religion. Wir kämpfen für eine Religion, die von der Regierung etabliert ist. The idea that the government can then place all different religions on equal footing Und die Vorstellung, dass die Regierung dann alle verschiedenen Religionen auf dieselbe Ebene platzieren we könnte, reject. das verwerfen wir. Das lehnen wir ab. But that is the plain doctrine of the Constitution. Aber das ist die deutliche Lehre der Verfassung. And that's the problem they have with it. Und das ist das Problem, das sie mit der Verfassung haben. It would place Adventism on the same level with Reformed Protestantism. Sie würde den Adventismus auf die gleiche Ebene heben wie den reformierten Protestantismus. It would place Islam on the same level platform as Reformed Protestantism. Und sie würde den Islam auf dieselbe Ebene heben wie den reformierten Protestantismus. That's the conclusion of our first document. Das ist die Schlussfolgerung unseres ersten Dokuments. I just want to mention John Knox. Ich möchte noch John Knox erwähnen. Maybe I'll go into A.T. Jones and John Knox tomorrow because we are out of time. Vielleicht gehen wir noch zu A.T. Jones und John Knox morgen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. But what we've done today is we've gone through the second document that was shared. Was wir heute gemacht haben, wir sind durch das zweite Dokument gegangen, das wir geteilt haben. We've Geteilt explained wurde. Calvinism as really a theology, not a sect. Wir haben den Calvinismus erklärt als eine Ideologie und nicht als eine Sekte. Not one denomination, Nicht eine Konfession, but a theology behind quite a number of denominations. sondern eine Theologie hinter einer ganzen Reihe an Denominationen oder Konfessionen. John Knox took Calvinism from Calvin into Scotland. John Knox hat den Calvinismus von Calvin nach Schottland gebracht, Where the Presbyterian Church was being founded. wo dann die presbyterianische Kirche entstand. The Presbyterians hold to two covenants they believe were made with God. Die Presbyterianer halten an zwei Bündnissen fest, von denen sie glauben, dass sie mit Gott geschlossen wurden, That they believe are eternal, von denen sie glauben, dass sie ewig gültig sind, even though they were in relation to 1600s issues. obwohl sie im Zusammenhang mit einigen Schwierigkeiten in den 1600ern standen. And those covenants were all about how a separate church and state respond to their boss. Und in diesen Bündnissen ging es darum, wie die getrennte Kirche vom Staat Over time, the Presbyterian Church was established, ihrem Chef Rede und Antwort stehen. Und mit der Zeit hat sich die presbyterianische Kirche etabliert. but Presbyterians didn't really
hold loyalty to these documents so much. Aber die Presbyterianer, die waren nicht sehr treu gegenüber diesen beiden Dokumenten. They compromised. Sie gingen Kompromisse ein. Over time, they thought these documents aren't so binding on us. Und mit der Zeit hatten sie das Gefühl, dass diese Dokumente nicht mehr so verbindlich sind. So in response to that, the Reformed Presbyterian Church began. Als Antwort darauf entstand die reformierte presbyterianische Kirche, Which saw mainstream Presbyterianism as liberal compromises. die Mainstream-Presbyterianer als liberale Leute anschauten, die nur Kompromisse machen. So they are more fundamentalist. Sie sind also eher fundamentalistisch. And then the Covenanters are like the conservative of the fundamentalist. Und die Covenanters sind die Konservativen der Fundamentalisten. They brought all of that to the United States, All das haben sie nach Amerika gebracht, along with their view of how the state is personified, einschließlich ihrer Ansicht davon, wie die An Trennung answers to a zwischen boss. Kirche und Staat personifiziert ist und wie man dem Boss, and you dem find Chef their antwortet. arguments repeated today in the evangelical right. Und ihre Argumente findet man heute in der religiösen Rechten wieder. Not in the World Council of Churches, Und nicht beim Weltkirchenrat. not in left-wing or largely mainstream. Nicht bei den Linken oder im Mainstream. So one thought to leave us with: Ein Gedanke, der uns noch bleibt. Adventists are good at building up fantasy worlds. Die Adventisten sind gut darin, sich eine Fantasiewelt aufzubauen. Fantasy about what the end of the world looks like. Eine Fantasie darüber, wie das Ende der Zeit, das Ende der Welt aussieht. A historical fantasy of 1888. Eine historische Fantasie über 1888. Perhaps start to wonder about the historical fantasy we have of the Reformation. Vielleicht fangen wir an, uns darüber zu wundern, über die historische Fantasie, die wir über die Reformation haben. Because if this is what those reformers wanted in the United States, this is what they were fighting for in England. Denn wenn das ist, was sie in Amerika wollten, dann haben sie dafür auch in England gekämpft. And we'll go a little bit further, push that thought a little bit further tomorrow. Und diesen Gedanken wollen wir morgen dann noch weiterspinnen. That we teach our children a fantasy concept of the Reformation. Dass wir unseren Kindern eigentlich ein Fantasiebild von der Reformation vermitteln. Holy and persecuted reformers against a demonic Catholic Church. Heilige und verfolgte Reformatoren, die von einer dämonischen Kirche verfolgt werden. I'm not questioning how Ellen White describes it, Ich hinterfrage nicht, wie Ellen White es beschreibt, but history is a little bit more complicated. aber die Geschichte ist ein bisschen komplizierter. If you kneel with me, we'll close in prayer. Wir werden noch zum Gebet niederknien. Dear Lord, Lieber Herr, thank you for the Sabbath we have had danke für den Sabbat, den wir hatten. in whatever poor communion we can have together. Ganz egal, wie armselig vielleicht die Gemeinschaft ist, die wir haben, For it, aber wir sind trotzdem dankbar dafür. and we thank you for it.
Und wir danken dir dafür. We're approaching the end of this camp meeting. Wir nähern uns dem Ende dieses Seminars. I pray that we will take from these studies the deep lessons you are wishing to teach us. Ich bete, dass wir diese tiefen Lektionen mitnehmen, die du uns an diesen May we diesen understand. Studien mitgeben möchtest und dass wir sie verstehen. May we understand the threat today. Mögen wir die Bedrohung heute verstehen. Separate from the fantasy constructs in our own minds. Und uns von dem Fantasiegebilde trennen, das wir in unserem Gedächtnis haben. So we can have a clearer understanding of what is coming. Damit wir ein klareres Verständnis davon haben können, was auf uns zukommt. We enter into a new week. Wir beginnen jetzt eine neue Woche And we just dedicate ourselves to you. und wir möchten uns dir weihen. Pray this in Jesus' name. Ich bitte in Jesu Namen. Amen. Amen.